Hallo und herzliches Willkommen zum neuen Film hier aus der Aquarellwerkstatt. Ich bin Barbara Hirsekorn und das ist mein YouTube-Kanal rund ums Aquarell. Das heutige Motiv habe ich von einer meiner vergangenen Malreisen mitgebracht. In der Nähe des Künstlerdorfes Worpswede in Norddeutschland gibt es auf dem kleinen Flüsschen Hamme noch die alte Tradition der Torfschifffahrt. Mit dunklen Holzbooten wurde hier früher der Torf auf dem Fluss bis nach Bremen transportiert. Heute kann man diese Bootsfahrt auf der Hamme noch als touristisches Highlight erleben und bei dieser Bootsfahrt die ruhige und magische Moorlandschaft genießen. Zwei alte Torfboote in der atmosphärischen und ruhigen Flusslandschaft male ich im heutigen Video. Und jetzt geht's los. Die heute verwendeten Materialien sind folgende Farben: Lasurorange, Alizarin-Karmesin, Kobaltblau von der Firma Winsor Newton, cadmiumfreies Cadmiumrot, auch von Winsor Newton, Lavendelblau von Mielo, Kobalttürkis Light und Neutraltinte von Winsor Newton, Green Appetite Genuine von Daniel Smith, Ultramarinblau Jean Brillant von Schminke und das Titanweiß von der Firma Winsor Newton. Es fehlen jetzt hier in dem Bild die Farben Sienna gebrannt, Celine-Blau von Winsor Newton und Perilane Green von der Firma Schminke. Ich arbeite auf Büttenpapier von der Firma Arche, Grain Fin 300 Gramm, das Format ist ungefähr DIN A4. Ich male mit meinen eigenen Pinseln, das sind der Rotmarderpinsel und der Eichhörnchenerpinsel aus meiner eigenen Pinselkollektion. Diese Pinsel könnt ihr als Unterstützer dieses Kanals bei mir bestellen. Zum Auswaschen benutze ich wie immer den Flachpinsel Junior Synthetics der Firma Da Vinci. Für einen schönen weichen Verlauf im Himmel feuchte ich die gesamte Himmelsfläche zunächst mit klarem Wasser an. Mit einer Mischung aus Kobaltblau und Alizarin-Karmesin und auch ein bisschen Neutraltinte beginne ich im oberen Bereich den Himmel zu malen. Mit lockeren, leicht diagonalen Strichen gebe ich sparsame Pinselbewegungen auf das Papier. Im unteren Bereich variiere ich den Farbton und nehme etwas Celine-Blau mit hinein. Dies ist ein deutlich kühleres Blau und sorgt für die Luftperspektive im entfernten Bereich. Am oberen Bildrand kommen nun noch ein paar kräftige Striche mit Kobaltblau und Alizarin-Karmesin hinzu und damit ist der Himmel fertig. Mit Kobalttürkis Light und Neutraltinte und auch ein wenig Blau male ich jetzt die sehr weit entfernten Büsche am Ufer des Flusses. Hier ist der Tonwert deutlich dunkler als im Himmel, das heißt, die Farbe muss etwas cremiger angemischt werden. In diese bläuliche Farbpfütze auf der Palette mische ich nun etwas Green Appetite Genuine hinein und variiere im unteren Bereich des Ufers das Grün mit lichter Ocker. Hier im Vordergrund soll mein Grün immer noch nicht zu strahlend, aber doch deutlich wärmer sein. Die grünen Büsche wachsen stellenweise über das hintere Ufer hinaus und sorgen so für Tiefe im Bild. Für den unteren Bereich des Flussufers setze ich eine kräftige Lasur aus Perilane Green und Green Appetite Genuine in die noch feuchte grüne Fläche hinein. Das Wasser wird nun wieder auf trockenem Papier gemalt. Ich beginne mit einer wässrigen Mischung aus Celine-Blau, nehme dann etwas Alizarin-Karmesin hinein und werde im weiteren Verlauf immer dunkler. Die Mischung variiert dabei über Kobaltblau hin zu Alizarin-Karmesin und zum Schluss kommt auch etwas Neutraltinte hinzu. Das Wasser sollte gerade im hinteren Bereich eine der hellsten Formen im Bild bleiben. Nach vorne hin hilft das Abdunkeln der Farbmischung wieder, die perspektivische Wirkung zu erzeugen.
Wenn du dieses Original-Aquarell besitzen möchtest, gibt es die Gelegenheit der Ersteigerung über eBay. Vom 14. bis 17. September 2024 läuft die Auktion auf eBay. Ich setze den Link zur Versteigerung direkt unter das Video und freue mich, wenn du da mitmachst. Das Aquarell wird nach Beendigung der Auktion dem Höchstbietenden per Post zugesendet. Nun male ich mit einer Mischung aus Sienna gebrannt und Ultramarinblau die braunen Stoffsegel der Boote. Zur Variation des Farbtons kommt ein wenig Lasurorange und Alizarin-Karmesin mit hinein. Die Farben sollen sich hier auf dem Papier gut miteinander mischen und so eine ganz lebendige Stofffarbe erzeugen. Das zweite kleinere Boot wird etwas heller und nicht ganz so farbintensiv gestaltet. Hier hinten gibt es noch ein drittes Boot. Dieses Segel deute ich mit einer etwas bläulicheren Farbe nur an. Auf der linken Seite möchte ich noch einen großen Baum einfügen. Ich feuchte einige Bereiche des Papiers vorher an und male dann mit verschiedenen Grüntönen und einem seitlich gehaltenen Pinsel die Baumkrone. Hier achte ich darauf, dass zwischen den Pinselstrichen genug Himmelsblau stehen bleibt, so dass eine lockere Baumkrone entsteht. Ein paar Schattentöne werden mit dunkleren Grüntönen im unteren Bereich der Blätterbüschel eingefügt und ein paar Spritzer deuten kleinere Blätter an. Einige Äste verbinden die einzelnen Blattbüschel und mit einer dunkleren Grünmischung pflanze ich einige Büsche, um das grüne Ufer jetzt hier etwas interessanter zu gestalten. Mit Neutraltinte, Ultramarinblau und etwas Sienna gebrannt male ich die dunklen Holzboote. Hier hole ich eine Lichtkante aus dem Bootsrumpf mit dem flachen Auswaschpinsel wieder heraus. Genauso arbeite ich die helle, dem Licht zugewandte Seite des Mastes mit dem Auswaschpinsel aus den Segeln heraus. Hier werde ich später noch eine dunkle Seite hinzufügen. Die Figur im Boot ist ja relativ klein und ich setze im Grunde genommen nur Flecken für Gesicht, Hände und den Oberkörper. Eine dunkle Fischermütze darf natürlich nicht fehlen und das typisch blaue Hemd der Torfschiffer male ich mit der Farbe Lavendelblau.
Mit einer Mischung aus Sienna gebrannt und Ultramarinblau werden nun die dunklen Masten gemalt. Einen violetten Schatten des Mastes auf dem Segel deute ich an. Das Segel des kleineren Bootes liegt teilweise im Schatten und hier male ich die Schattenformen jetzt mit einer Mischung aus Ultramarinblau, Alizarin, Karmesin und ein wenig Sienna gebrannt. Mit dem Auswaschpinsel füge ich ein paar kleine Details in die große Form der Segel ein. Nun fehlt nur noch die Spiegelung der Boote. Hierfür mische ich mir Cobalt-Türkis Light mit Neutraltinte. Etwas Blau kommt auch mit hinein und ich setze mit dieser wässrigen Mischung die Spiegelungen aufs Blatt. In die noch nasse Fläche kommt Sienna gebrannt für die Farbe des Segels. Einige zarte Striche geben etwas Bewegung in die Wasseroberfläche und verbinden die dunklen Spiegelungstöne mit dem Rest des Bildes. Das zweite Boot erhält auch eine Spiegelungsform und auch hier lockern ein paar Linien mit der feinen Pinselspitze die Wasserfläche auf. Mit Jaune Brillant direkt aus der Tube möchte ich nur noch ein paar ganz kleine Akzente einfügen. Der Bootsführer im vorderen Torfboot hantiert mit Seilen, um sein Boot aus dem Hafen zu manövrieren. Und diese male ich jetzt mit dünnen Strichen und feiner Pinselspitze. Ein weißer Akzent auf der Figur sorgt für eine Gegenlichtatmosphäre und hebt sie noch besser vom Hintergrund ab. So, das war's für heute und ich hoffe, das Motiv hat dir gefallen und du hast Lust, es jetzt auch einmal auszuprobieren. Wenn du mich einmal persönlich kennenlernen willst und einige meiner Originalaquarelle oder auch meine Skizzenbücher durchblättern möchtest, gibt es die Gelegenheit am letzten Septemberwochenende 2024, am 28. und 29. September, öffne ich mein Atelier für alle, die interessiert sind. Ich wohne in Kiel in Norddeutschland und hier entstehen auch unsere Videos für diesen Kanal. Die Website der offenen Ateliers in Kiel verlinke ich unter dem Video. Dort findet ihr alle Infos zu den Öffnungszeiten und ich würde mich freuen, wenn du mich hier besuchen kommst. In jedem Fall, wenn du möchtest, sehen wir uns hier in der nächsten Woche mit einem neuen Motiv. Ich sage Tschüss, bis dahin.